Liebe Freunde, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, hier möchte ich euch heute einen Text nahelegen, eine Weisheit von Bert Hellinger. Es handelt sich um das Dienen. Bert Hellinger hat sein Leben lang gedient. Er hat sich in den Dienst der Menschen gestellt. Das war seine Lebensbotschaft, seine Vision und seine Mission. Hier in diesem Text geht er noch tiefer auf die Bedeutung des Dienens ein. Dienen heißt geben. Und in der Bibel heißt es schon so schön, geben ist seliger als nehmen. Dienen heißt, wir sind im Einklang mit allem, was existiert. Wir geben zurück, was wir bekommen. Und wenn wir zurückgeben, was wir bekommen, haben bereits, dann werden wir noch viel mehr bekommen. Denn das ist ein Gesetz des Universums. Alles, was wir geben, bekommen wir vielfach zurück. Wenn wir immer nur und ganz schnell auf den Ausgleich warten, dann wird das, was wir gegeben haben, ausgeglichen und wir werden eine bestimmte Grenze des Bekommens nicht überschreiten. Deshalb ist es sinnvoll, wortlos und ohne Erwartung zu dienen, denn der Himmel führt ein perfektes Buchhaltungssystem und wir werden alles 100-fach zurückbekommen, was wir auch geben. Und deshalb ist speziell in der heutigen Zeit ein offenes Herz zu haben, dem anderen zu dienen. Und das kann ein liebes Wort, eine liebe Geste und ganz besonders ein paar Minuten Zeit sein, die wir dem anderen schenken. Denn die Lebenszeit ist das Kostbarste, was wir besitzen. Und wenn wir diese in den Dienst eines anderen stellen, dann lässt die Antwort nicht darauf warten und wir werden reich beschenkt. Lass auch du dich reich beschenken. Wie und wo immer du gibst, du wirst es zurückbekommen. 100-fach, vielleicht sogar 1000-fach. Es liegt in deinen Händen und der Himmel hört immer mit. Und somit bleibt das Schlagwort dienen und geben. Liebe Zuhörer, an diesem Sonntag spreche ich zu Ihnen über eine Bewegung, die heutzutage manchmal in den Hintergrund tritt, von der aber unser Leben in jeder Hinsicht abhängt. Ich spreche zu Ihnen über das Dienen. Das Dienen fördert. Das Dienen hilft anderen, ihr Leben auf gute Weise zu leben. Unser Dienen unterstützt ihr Leben. An unserem Dienen können sie wachsen und anders leben, sorgenfreier und leichter. Die Frage ist, wenn wir anderen dienen, dienen wir ihnen wirklich? Fördert es ihr Leben? Macht es sie lebenstüchtiger? Oder ähnelt unser Dienen dem Dienen einer Mutter für ihr Kind, obwohl dieses Kind schon längst für sich leben und aus eigener Kraft vollbringen kann, was seinem Leben dient. Hindert unser Dienen andere
in ihrem Wachstum, weil wir mehr ihm zum Wachstum verhelfen wollen als uns. Dienen wir dem anderen aus der Haltung eines Kindes, das nur schwer ertragen kann, wenn ein anderer leidet, ohne zu bedenken, dass er allein den Schlüssel hat, der seine Schatztruhe öffnet. Dienen heißt, im Einklang zu bleiben mit einer Lebensbewegung, in der wir uns laufend gegenseitig helfen, um unserem Leben gegenseitig zu dienen. Im Einklang mit dieser Bewegung lassen wir der Lebensbewegung des anderen den Raum, den er zu seiner Entfaltung einnehmen muss, den er zugleich aus eigener Kraft erweitern und vertiefen muss, um ganz zu leben. Erst dann kann er dem anderen Leben mitlebend dienen. Wie verhalten wir uns, wenn andere uns dienen? Wir nehmen ihr Dienen an, oft fraglos wie Kinder das Dienen ihrer Eltern. Gleichzeitig setzen wir ihrem Dienen eine Grenze, wenn es der Entfaltung unseres und ihres Lebens eine Grenze setzt. Eine Grenze, über die wir beide aus eigener Kraft hinauswachsen müssen. Dienen ist letztlich Lebensvollzug, der Vollzug des eigenen Lebens und das Dienen dem Leben, das kommt, bis auch dieses Leben dem kommenden Leben dient. Heute am Sonntag dienen wir einander auf eine liebende Weise, mit der gesammelten Ruhe, die wir uns nach einer arbeitsreichen Woche gönnen dürfen. Wir dienen ihnen durch unsere liebende Gegenwart, ohne etwas Bestimmtes zu wollen. Wir sind für sie nur da. Wir dienen ihnen durch unser Dasein. Einen solchen Sonntag wünsche ich Ihnen und eine Woche, in der Ihnen das Dienen Freude bringt. Ihr Bert Hellinger.